Das hier ist ein Roadmovie in 3 Teilen. Es handelt von Männern auf Motorrädern in den Bergen. Die Männer darin, das sind Kindsköpfe. Die Motorräder sind MZ und die Berge, das sind die Alpen. Die Tour führte uns nach Tirol, Südtirol und in die Schweiz. Als Höhepunkte erwarteten uns der Ötztaler Gletscher, das Timmelsjoch und schließlich das Stilfser Joch. Zusätzlich zu den fantastischen Aufnahmen teile ich mit euch auch Details zu dieser Tour sowie meine Gedanken zu Licht- und Schattenseiten des Motorradfahrens. Aber lasst mich am Anfang beginnen der Stilfser Joch Tour 2024. Willkommen zurück bei Running Torchlight. Heute ist der 11. Juli 2024 und heute beginnt der Höhepunkt meiner Motorradsaison. Höhepunkte starten mit Hochstimmung, aber davon muss ich euch leider kurz runterholen. Denkt ihr beim Motorradfahren ständig daran, dass ihr sterben könntet? Ich nicht. Obwohl in einer normalen Woche Autofahrer mich 2- bis 3-mal zu töten versuchen, wenn ich auf Motorrad oder Fahrrad unterwegs bin. Diesmal war es anders. Mein Motorrad wollte mich töten. Der originale Seitenständer klappt bei Entlastung nicht automatisch ein und hat auch keinen Killswitch zur Zündung. Jeder TÜV-Prüfer schaut auf diese Sicherheitsfunktion. Meiner hatte ein Auge zugedrückt. Will ich dafür beide meine Augen zugedrückt bekommen? Memo an mich: den Ständer gegen einen Nachbau mit Einklappautomatik tauschen. Boah, ich habe mich gerade eben beinahe selbst gekillt. Wieso? Ich habe da vorne bei der Kapelle gewartet, bis ihr da seid. Habe mich schon vorbereitet, Kamera, und dann fahre ich los. Und was habe ich vergessen? Benzin anzuschalten. Das und den Seitenständer einklappen. Oh, ehrlich? Ja. Oh, ja, das ist gefährlich, ja. Und es hat gerade eben mal, als ich dann auf den ersten 100 Meter habe ich es nicht gemerkt. Erst als ich abbog hier in die Straße rein, macht es kurz rutsch und puh. Ja, klar, das hebt dich hinten raus. Aber manch ist das Scheißding gefährlich. Ja. Also wie gesagt, ich habe einen Freund von uns, ist halt damals ums Leben gekommen. Den hat so in der schnellen Kurve weggeschossen. Also in dem Sinne, ne? Ich dachte schon, ne, wenn ein Unfall passiert, dann auf den ersten 20, 30 Kilometern, wenn wir unkonzentriert sind. Auf diesen Schreck gibt es einen Schluck aus dem Flachmann. Zumindest für mein Motorrad. Da ich selber mischen muss, ist das eine sehr praktische Lösung für gut 7 Liter Sprit. In diesem Fall war damit mein Tank zum Tourstart voll. Für die nächsten 2 Tage hatte ich eine größere Flasche und Messbecher dabei. Also, jetzt geht's los mit unserer Tour. Wir sind zu viert, das sind 1000 Kubikzentimeter 2-Takt MZ. Und damit ihr wisst, wer hier so dabei ist, mal eine kurze Vorstellungsrunde, so Speeddating. Wer bist du, womit fährst du heute? Ich bin der Thomas, ich fahre einen ETZ 250, Baujahr 83. Und noch einen blöden Spruch. Noch einen blöden Spruch, wird schon gut gehen. Alles klar. Sebastian, wer bist du? Ich bin der Sebastian, ich fahre auch die ETZ 250, die Originale, wie man sieht. Und die sehen echt klasse aus. Blöder Spruch? Der war schon. Achso, alles klar. Und wer ist der Mann in Blau? Ich bin der Martin, fahre auch ETZ 250 und ich sag, 2 Takt immer. Yeah. So, mein blöder Spruch ist, wird schon werden. Dass ich Andreas heiße und eine MZ TS 250-1 fahre, hatte ich an dieser Stelle als bekannt vorausgesetzt. Wenn das nicht so ist, dann hier ein Hinweis in eigener Sache. Übrigens, wenn euch dieses Video sehr gut gefällt, schaut unbedingt auf meinem Kanal vorbei, Running Torchlight. Dort habe ich noch viele andere Videos über MZ. Und gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und lasst mir am besten noch ein Abo da. Für den ersten Tag hatte unsere MZ-Gang abgestimmt, die Route über die Deutsche Alpenstraße zu nehmen. Diese führte durch Lindenberg und Sonthofen, durch das Tannheimer Tal, über Fernpass bis nach Sölden in Tirol. Einen ersten Vorgeschmack auf das Pässefahren bot uns das Rohrach bei Scheidegg. Wir krochen da quasi hoch, deshalb muss ich hier technisch etwas dramatisieren.
natürlich machten wir auch ab und zu Pause, um die Route oder die Rangfolge abzuklären. Die nächste größere Pause machten wir in Immenstadt im Allgäu und genehmigten uns erstmal einen Kaffee und ein Stück Kuchen. Die Oberjochauffahrt bei Bad Hindelang hielt eine überraschende Polizeikontrolle parat. Anstatt einer Verwarnung ernteten wir ein Lächeln von Frau Wachtmeisterin im Vorbeifahren. Haben wir nichts gewonnen. Hab keinen Preis gekriegt. Warum seid ihr so langsam gefahren? Die da oben hätte es einen Preis gegeben. Wir hätten mal mehr auf uns aufmerksam machen sollen. Ja, die haben uns ganz mitleidig angeguckt. Nö, Weil ich sagen wollte, was wir für Glückspilze sind. Der Fernpass hielt, was er versprach, nämlich keine großen Herausforderungen, dafür zeitweise dichten Verkehr. Den lassen wir das nächste Mal aus. So, Zwischenbericht. Wir sind jetzt hier am Fernpass zu Fuße der Zugspitze, die sich in eine Wolkenkrone versteckt. Aber trotzdem bullenheiß hier und echt schön. Und der Thomas, der muss schon was reparieren. Ist der Erste. Oh. So, schnell hinterher. Wie man sieht, haben unsere NZ doch etwas aus dem Auspuff geräuchert. Bei Thomas kam das daher, dass seine Vergasernadel zum Einfahren etwas hoch aufgehängt war. Wir haben das an diesem Tag noch geändert, bevor wir unseren Höhenrekord starteten. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass eine MZ bei korrekter Einstellung und Fahrweise nicht qualmt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Kurz vor 15 Uhr waren wir in Sölden angekommen. Das war der ideale Zeitpunkt, um die erste Herausforderung zu starten, die Auffahrt zum Ötztaler Gletscher. Ich halte mich ab hier mit meinen Kommentaren zurück und lasse die Bilder sowie den O-Ton sprechen. Verpasst aber auf keinen Fall am Schluss mein kurzes Fazit von diesem ersten Tourtag. Das Besondere an diesen Aufnahmen ist, dass ich zum ersten Mal eine 360-Grad-Kamera verwendet habe. Das ist ein tolles Spielzeug für YouTuber wie mich. Es ist aber auch eine Herausforderung in der Anwendung. Ich glaube, für die ersten Versuche ist es schon ganz gut gelungen.
ein sehr hübscher Blinker. Aber könnt ihr in dieser Einstellung erkennen, wo ich die Kamera befestigt habe? Ihr könnt mir glauben, so erhaben wie ich hier schaue, so habe ich mich in dieser Situation auch wirklich gefühlt. Ja, wer was erleben will, muss was bezahlen, ne? Ja? Ist noch nicht? Gut. Der Kapitän regelt das.
Formation erreichten wir die Zielgerade des Ötztaler Gletschers. Was ist denn das Ziel? Okay, probieren wir es, oder? Okay, was haben wir dafür bezahlt? Alles okay? Nächster Versuch. Probieren wir es. Wenn diese Worte jetzt für euch nicht mehr ganz so überzeugt geklungen haben, dann muss das wohl daran gelegen haben, dass in dieser Höhe von 2700 Metern mir schon das ein oder andere Pferdchen abhanden gekommen war. Und auch mit meiner Kupplung hatte ich so langsam Mitleid, aber ich habe es dann wieder zum Laufen gebracht und schließlich den letzten Anstieg gemacht. Und ich habe es keinesfalls bereut. Hey! Geil. Das ist jetzt der erste Tag ist jetzt fast rum. Wir sind super gut durchgekommen. Das Wetter war klasse. Und zum Tagesabschluss, wir sind in Sölden angekommen, sind wir jetzt zum Ötztal-Gletscher hochgefahren. Das ist wie eine Mondlandschaft hier. Man muss dafür zahlen, um da hochzufahren, aber das ist echt ein Erlebnis. Es ist jetzt auch fast gar nichts mehr los. Es ist jetzt 16 Uhr oder so und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg hier in den Alpen. Spät dran sein und die Ruhe genießen, weil sonst ist es doch recht hektisch immer. Wir werden das jetzt hier gebührend feiern am Ötztal-Gletscher. MZen haben ihn erreicht. Das ist vermutlich ein Rekord. Roter Sand. Wie auf dem Mars. Roter Schnee. Eingefleischte Tourenfahrer mögen jetzt ein bisschen schmunzeln, aber in diesem Moment fühlten wir uns ein bisschen wie Helden. Gebt mir 5 Minuten Vorsprung, ich filme euch unten an der Mautstation. Die Abfahrt werde ich jetzt nicht mehr so detailreich zeigen, nur hier ein paar Ausschnitte, zum Beispiel diesen grünen Tümpel dort.
So wirklich idyllisch sieht er nicht aus. Ist das etwas Schmelzwasser vom Gletscher oder ein Reservoir für die Schneekanonen? Achtet jetzt mal bitte auf die Ruhe hier und ab wann ihr die Motorräder hört. Immer diese Ökos. Drei Motorräder, 3 Lautstärken. Das Thema Lärm und Motorräder ist ja sehr kontrovers und ich habe da auch meine Meinung dazu. Und die ist Leben und Leben lassen. Das bedeutet, egal welches Fahrzeug es ist, ich möchte nicht in der Nacht davon aufgeschreckt werden. Und einmal Ruhe zu genießen ist ein Luxus, der heutzutage oft zu kurz kommt. Die Abfahrt ohne Motor musste ich fast noch bereuen. Durch die fehlende Motorbremse überhitzte meine hintere Bremstrommel und war kurz vorm Blockieren. Ich habe es noch rechtzeitig gemerkt und konnte die Bremse für die restlichen 3 Kilometer nochmal lösen. Das soll mir eine Lehre sein. Den Abend verbrachten wir im sehr schönen Hotel Neue Post, das auch eine Unterstellmöglichkeit für Motorräder bot. Ich komme zum Fazit dieses ersten Tourtages. Kurz gesagt, es war ein voller Erfolg. Nach dem ersten Schrecken zum Start hin lief die Fahrt wirklich harmonisch und wir konnten einfach gut reinkommen. Wir fuhren unterm Strich 250 Kilometer an diesem Tag und meine MZ brauchte da durchschnittlich 4,5 Liter Sprit. Das Wetter war super, schlechter wurde es erst am Abend und in der Nacht. Und wie es uns damit am nächsten Tag erging, das seht ihr in der nächsten Folge. Ihr könnt dabei sein. Bis bald!